Stell dir vor, du betrittst einen Raum und noch bevor jemand ein Wort gesagt hat, spürst du, hier ist Spannung. Da hinten sitzt jemand gekränkt. Hier vorne ist jemand wütend. Du brauchst keine Superkräfte, um das wahrzunehmen. Empathie reicht. Für Außenstehende wirkt das wie ein Geschenk. Du kannst tief fühlen, dich hineinversetzen, sofort mit anderen mitgehen. Aber für dich selbst fühlt es sich manchmal mehr nach Fluch als nach Gabe an. Genau darum geht's in diesem Video. Warum Empathie eben nicht nur Glitzer und Herzchen ist, sondern auch verdammt fordernd und wie du lernst, sie so einzusetzen, dass sie dir Kraft gibt, statt dich auszulaugen. Was ist eigentlich Empathie? Ganz einfach gesagt, Empathie bedeutet, dass du die Gefühle anderer Menschen spüren kannst. Manche nennen es Mitgefühl, andere Einfühlungsvermögen. Im Grunde heißt es, dein Herz und dein Kopf stellen sich auf die andere Person ein, auch wenn sie gar nichts sagt. Es gibt 3 Arten davon. Kognitive Empathie. Das ist dein Kopf. Du verstehst, was der andere fühlt. Beispiel: Dein Kollege wirkt stiller als sonst und du merkst, der ist traurig. Emotionale Empathie. Das ist dein Herz. Du fühlst mit. Wenn dein Freund weint, bekommst du selbst einen Kloß im Hals. Mitfühlende Empathie. Das ist dein innerer Helfer. Jemand stolpert und du gehst sofort hin, um ihn aufzuheben. Zusammen macht das Empathie zu einer besonderen Fähigkeit. Du verstehst, du fühlst und du willst helfen. Klingt nach einer tollen Gabe, oder? Aber wie jede Stärke hat auch Empathie ihre Kehrseite. Denn was passiert, wenn du immer wieder mitfühlst, immer wieder Stimmungen aufsaugst, immer wieder hilfst? Richtig. Irgendwann hast du das Gefühl, du trägst die Stimmung der halben Welt auf deinen Schultern. Empathie macht dich unglaublich menschlich, aber sie kann dich auch auslaugen. Schauen wir uns also mal an, welche typischen Probleme empathische Menschen im Alltag wirklich haben. Die Probleme empathischer Menschen. Empathie ist etwas Wundervolles, bis du irgendwann merkst, dass sie dich im Alltag auch ganz schön überfordert. Hier sind ein paar Dinge, die empathische Menschen oft erleben. Und vielleicht erkennst du dich da ja wieder. Erstens, der Emotionsschwamm. Du betrittst einen Raum und zack, du spürst alles. Die Spannung, die schlechte Laune, das Ungesagte. Noch bevor du Hallo gesagt hast, bist du innerlich schon mittendrin. Am Ende des Tages fühlst du dich, als hättest du fremde Gefühle im Rucksack nach Hause getragen. Zweitens, das „Ich verstehe euch alle“ Dilemma. Wenn 2 sich streiten, verstehst du beide. Du siehst die Wut hier und die Verletzung da. Und während alle anderen Partei ergreifen, denkst du nur, können wir nicht einfach alle recht haben? Klingt friedlich, macht dich aber oft zum Spielball. Denn wer immer vermitteln will, steht schnell selbst zwischen den Stühlen. Drittens, mitfühlen bis zur Erschöpfung. Filme, Nachrichten, traurige Geschichten. Für viele sind das Informationen. Für dich sind das Emotionen. Du fühlst den Schmerz, als wär's dein eigener. Dein Herz schlägt schneller, du kannst kaum hinschauen. Und irgendwann fragst du dich, wie soll ich die Welt retten, wenn mich schon eine Schlagzeile fertig macht? Viertens, immer nett, nie genug. Empathische Menschen sind oft freundlich, hilfsbereit, ruhig. Sie wollen niemandem zur Last fallen und genau das wird ihnen manchmal zum Verhängnis. Du hilfst, du hörst zu, du springst ein, aber weil du es leise machst, wird es oft gar nicht wahrgenommen. Und das tut weh. Denn wer immer für andere da ist, merkt irgendwann, keiner fragt, ob du eigentlich noch Kraft hast. Fünftens, Grenzen? Welche Grenzen? Nein zu sagen fühlt sich für viele empathische Menschen an, als würden sie jemanden im Stich lassen. So sagen sie ja, auch wenn sie eigentlich Nein meinen. Das Problem: Je mehr du gibst, desto weniger bleibt für dich. Und am Ende wunderst du dich, warum du müde, gereizt und leer bist. Sechstens, wenn Gefühle alles übertönen. Empathie kann so laut sein, dass du deine eigene Stimme kaum noch hörst. Du spürst, was andere brauchen, aber manchmal vergisst du, was du brauchst. Und genau da wird Empathie gefährlich. Wenn du sie nur nach außen richtest, verlierst du den Kontakt nach innen. Das alles sind keine Schwächen, es sind die Nebenwirkungen von Empathie. Die meisten spüren sie, reden aber nie darüber. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich das bewusst zu machen. Denn Empathie ist nichts, das du abstellen musst. Aber du darfst lernen, sie zu steuern, damit sie dich nicht überrollt, sondern begleitet. Und weißt du, ich spreche da nicht aus Theorie, sondern aus Erfahrung.
Ich bin selbst so jemand, leise, aufmerksam, mit einem Radar für Stimmungen, den ich mir manchmal wegwünsche. Ich verstehe beide Seiten, ich spüre Schmerz, auch wenn er gar nicht meiner ist. Und ja, es gibt Tage, da macht mich das fertig, weil Empathische oft das sind, was man nicht hört. Wir sind die Leisen, die Rücksicht nehmen, bevor jemand danach fragt. Und manchmal fühlt es sich an, als würde genau das unsichtbar machen. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Empathie ist keine Schwäche, sie braucht nur Grenzen und Selbstmitgefühl. Denn wer andere so tief spürt, sollte sich selbst nicht verlieren. Wie du mit Empathie gesund umgehst. Empathie ist nichts, das du loswerden musst. Aber du darfst lernen, sie zu lenken. Wie ein Lichtstrahl, nicht mit voller Wucht auf alles um dich herum, sondern gezielt, dahin, wo es wirklich gebraucht wird. Hier sind ein paar Dinge, die mir und vielleicht auch dir helfen können, besser mit dieser Sensibilität umzugehen. Erstens. Abgrenzung ist kein Egoismus. Du darfst Mitgefühl haben, ohne mitzuleiden. Wenn du merkst, dass dich die Stimmung eines anderen mit runterzieht, stell dir innerlich ein kleines Stoppschild vor. Nicht um kalt zu werden, sondern um bei dir zu bleiben. Sag dir, das ist sein Gefühl, nicht meins. Zweitens. Nicht jedes Leid braucht eine Lösung. Empathische Menschen haben oft das Bedürfnis, sofort zu helfen. Aber manchmal wollen Menschen gar keine Lösung. Sie wollen nur, dass jemand zuhört. So atme kurz durch, bevor du handelst. Frag dich, hilft es gerade wirklich? Oder will ich nur mein Unwohlsein lindern? Drittens. Übe Selbstempathie. So wie du dich in andere hineinfühlst, darfst du das auch bei dir. Frag dich, wie geht's mir gerade? Nicht erst, wenn du schon völlig leer bist. Manchmal reicht ein kurzer Moment Stille, ein Spaziergang oder einfach bewusst zu sagen, ich darf auch müde sein. Viertens. Sag Nein, freundlich, aber klar. Nein ist kein Angriff, sondern Selbstschutz. Du darfst jemandem helfen, ohne dich zu opfern, und du darfst absagen, ohne dich schuldig zu fühlen. Das ist kein Mangel an Empathie, das ist gesunde Balance. Fünftens. Fokussiere auf das Gute. Empathische Menschen nehmen Negatives intensiver wahr, aber das gilt auch für Schönes. Du spürst Harmonie, Dankbarkeit, Nähe genauso tief, also lenk deinen Blick bewusst dorthin. Das ist kein Schönreden, das ist Selbstschutz für die Seele. Wenn du lernst, deine Empathie zu führen, dann wird sie nicht mehr zur Last, sondern zur Stärke. Denn Empathie heißt nicht nur die Welt zu tragen, sondern sie mitzufühlen, ohne sich selbst zu verlieren. Fazit. Empathie ist keine Krankheit, kein Makel und kein Zeichen von Schwäche. Sie ist das, was uns verbindet, wenn Worte nicht reichen. Das, was uns menschlich macht und manchmal auch ein bisschen verletzlich. Aber weißt du was? Das ist okay. Denn Sensibilität ist kein Fehler im System, sie ist ein Sensor für Tiefe. Du musst nicht alles fühlen, um ein guter Mensch zu sein. Du darfst Grenzen haben, du darfst Nein sagen. Du darfst dich schützen, ohne dein Herz zu verlieren. Denn Empathie heißt nicht, alle Lasten mitzuschleppen, sondern die Welt mit offenem Herzen zu sehen, ohne dabei unterzugehen. Und vielleicht erkennst du dich in vielem wieder, was ich heute erzählt habe. Ich weiß, wie es ist, leise zu sein in einer lauten Welt. Aber genau da liegt auch unsere Stärke. Wir nehmen wahr, was andere übersehen. Wir spüren, wo es weh tut und wo es heilen darf, also behalte dein Herz, aber lerne es gut zu tragen. Die Welt braucht Empathie, nicht nur von den Starken, sondern auch von denen, die noch auf dem Weg sind, ihre Sensibilität zu verstehen. Denn Empathie ist keine Aufgabe, die man meistern muss, sondern ein Geschenk, das man mit jedem Tag besser zu tragen lernt. Danke, dass du heute wieder dabei warst und dir Zeit genommen hast, zuzuhören. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der selbst manchmal mit seiner Empathie kämpft. Dann schick ihm dieses Video weiter. Vielleicht hilft es auch ihm, sich selbst ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, in der Videobeschreibung findest du wieder ein paar Tipps zu Büchern und Hörbüchern rund um Empathie, Sensibilität und Selbstschutz. Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dein Herz auf.